Oft hört man, im Osten war alles grau und langweilig. Im Westen war alles frei und cool. Aber stimmt das wirklich? Viele Menschen haben die Zeit ganz unterschiedlich erlebt. Manche erinnern sich an Freiheit, andere an Kontrolle, wieder andere an Zusammenhalt und Freundschaft. 2 Länder, 2 Welten, aber eine Generation. In diesem Video erfährst du, wie unterschiedlich das Leben von Jugendlichen in Ost- und Westdeutschland tatsächlich war. Natürlich einfach erklärt. Los geht's! Kapitel 1: Schule und Erziehung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland geteilt. Im Westen entstand die Bundesrepublik Deutschland, kurz BRD, und im Osten die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR. Beide Staaten entwickelten sich völlig unterschiedlich, politisch, wirtschaftlich und auch im Alltag. Das merkt man besonders, wenn man sich anschaut, wie Jugendliche lebten, lernten und dachten. In der DDR war das Schulsystem stark politisch geprägt. Das Fach Religion wurde in der DDR nicht als Schulfach unterrichtet. Religiöse Unterweisung war meist außerhalb der Schule organisiert, zum Beispiel durch die Kirche. Stattdessen gab es in der Schule Fächer wie Staatsbürgerkunde, in denen sozialistische Werte vermittelt wurden. Schon in der Grundschule lernten Kinder für den Sozialismus zu arbeiten. Lehrer waren nicht nur Pädagogen, sondern galten als Vorbilder des Staates. Ab der 5. Klasse war Russisch Pflichtfach und in vielen Fächern tauchten politische Botschaften auf. Außerdem gab es regelmäßige Fahnenappelle, politische Schulveranstaltungen und Wettbewerbe, bei denen Kinder den besten jungen Pionier oder den sozialistischen Schüler darstellen sollten. In Fächern wie Geschichte oder Staatsbürgerkunde wurde der Westen oft als Bedrohung dargestellt, während die DDR als Vorbild eines gerechten Staates galt. In Schulbüchern stand, dass die Sowjetunion der beste Freund der DDR sei und der Westen als Feind galt. In der BRD war das anders. Dort sollten Kinder lernen, selbstständig zu denken und frei ihre Meinung zu sagen. Politik spielte zwar auch eine Rolle, aber nicht als Staatspropaganda. Englisch war meist die erste Fremdsprache und Religion blieb wichtig. In Westdeutschland wurde über Politik diskutiert und in der DDR war das eher gefährlich. Wer zu kritisch war, bekam Probleme mit der Stasi oder in der Schule. Kapitel 2: Freizeit und Jugendkultur. Im Westen war die Jugend bunt, laut und frei. In den 1950ern kam der Rock'n'Roll mit Elvis Presley, Jeans und Lederjacke. Später, in den 1960ern und 70ern, wurden die Jugendlichen rebellischer. Sie hörten die Beatles, gingen auf Demos und wollten Frieden und Freiheit. Zeitschriften wie die Bravo bestimmten Trends. Von Mode bis Liebestipps, Disco, Partys und Kinos gehörten zum Alltag. Die Bravo druckte Songtexte, Starfotos und sogar Aufklärungstipps. In der DDR wurde die Freizeit viel stärker durch den Staat kontrolliert. Jugendliche waren meist Mitglied in der FDJ, der Freien Deutschen Jugend. Da ging es offiziell um Gemeinschaft, Sport und Kultur, aber oft auch um politische Erziehung. Die sexuelle Aufklärung spielte im Osten eine größere Rolle als im Westen. Sie wurde offener behandelt. Auch die freie Körperkultur, kurz FKK, war weit verbreitet und galt als Ausdruck von Natürlichkeit und Gleichheit. Viele Jugendliche verbrachten ihre Freizeit an FKK-Stränden oder Seen. Beliebt waren Jugendweihefeiern, bei denen Jugendliche symbolisch in den Sozialismus aufgenommen wurden. Musik war oft volkstümlich oder staatlich genehmigt. Trotzdem hörten viele heimlich Westradio, etwa Rise Berlin oder den Westsender NDR. In den 1980ern kursierten in der DDR heimlich Kassetten mit Westmusik. Ein Tausch war fast wie ein Abenteuer. Im Westen dagegen konnten Jugendliche Jeans, Turnschuhe und modische Kleidung tragen. Alles, was modern und individuell aussah. In der DDR war Kleidung oft Mangelware. Viele nähten sich Sachen selbst oder tauschten unter Freunden. Trotzdem gab es auch eigene Trends, etwa Nietenjeans aus Ungarn oder Sneaker aus dem Osten. Heiß begehrt, wenn sie gut aussahen. Die Jeans galt lange in der DDR als kapitalistisch, bis sie in den 1980ern plötzlich erlaubt und total beliebt wurden. Kapitel 3: Freiheit und Grenzen. Der größte Unterschied zwischen Ost und West war die Freiheit. In der BRD konnten Jugendliche reisen, in andere Länder, ans Meer, sogar in die USA. In der DDR dagegen entschied der Staat genau, wer in den Urlaub fahren durfte. Meist waren es politisch angepasste Bürger, die sich loyal gegenüber dem Staat zeigten. Urlaubsreisen führten meist nur in sozialistische Brüderländer wie Polen oder die Sowjetunion.
Viele Jugendliche im Osten fühlten sich eingeschränkt. Wer zu laut Westmusik hörte oder von Freiheit sprach, konnte von der Stasi, der Geheimpolizei, überwacht werden. Ein falsches Wort und man bekam keinen Studienplatz oder durfte nicht verreisen. Manche DDR-Jugendliche schickten heimlich Briefe an Westsender, nur um ihre Meinung zu sagen. Das war riskant, aber mutig. Kapitel 4 – Gemeinsamkeiten. Trotz aller Unterschiede gab es auch Gemeinsamkeiten. Jugendliche in Ost und West wollten Spaß, Freundschaft, Musik und Liebe. Beide gingen in die Schule, machten Sport, trafen sich mit Freunden und träumten von ihrer Zukunft. Familie, Beruf und Reisen. Auch Jugendkulturen wie Popmusik oder Fußballbegeisterung verbanden sie. Viele sahen im Fernsehen dieselben Sportereignisse oder hörten ähnliche Musik, zum Beispiel internationale Stars wie ABBA oder die Beatles. Und am Ende, besonders in den 1980ern, wünschten sich viele im Osten, wir wollen leben wie im Westen, während Jugendliche im Westen manchmal neugierig auf das Leben im Osten waren. Fassen wir die Frage, wie lebten Jugendliche in Ost- und Westdeutschland, am Ende noch einmal zusammen. In der BRD hatten Jugendliche mehr Freiheit und konnten reisen, Musik hören, Mode tragen und sich frei ausdrücken. In der DDR dagegen war das Leben stärker politisch kontrolliert. Schule, Freizeit und Medien dienten der Erziehung zum Sozialismus. Das Westfernsehen und Musik aus dem Westen prägten aber auch viele Jugendliche im Osten. In beiden Staaten wollten Jugendliche Freundschaft, Musik, Spaß und eine gute Zukunft. Der Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung wuchs in der DDR bis zum Mauerfall 1989 immer weiter an. Was sagst du? Hättest du lieber in der DDR oder in der BRD gelebt? Oder hast du sogar in dieser Zeit gelebt? Dann schreib mir gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Und wenn du eine kurze Zusammenfassung zu diesem Thema möchtest, schau gerne in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Eduki-Link mit allen wichtigen Infos. Und wenn dir das Video gefallen hat, abonniere Schulwissen to go, damit du kein spannendes Geschichtsthema mehr verpasst. Bis dahin, dein Herr Müller.